Wie baute man im 17. Jahrhundert einen Computer und was ist eigentlich die lebendige Rechenbank? Herzlich willkommen in Leibniz Welt. Der junge Leibniz wurde in Altdorf promoviert und es wurde ihm auch eine Stelle als Universitätsprofessor angeboten, die er aber ausschlug. Denn ihn zog es, wie alle jungen Gelehrten und Wissenschaftler seiner Generation, zu den gelehrten wissenschaftlichen Akademien, die gerade im Entstehen waren. Zum Beispiel der Royal Society in London oder der Académie des Sciences nach Paris. Weil Leibniz bis dahin noch als Wissenschaftler weitgehend unbekannt war, suchte er einen zugkräftigen Aufhänger. Und den fand er in der Lebensbeschreibung von Blaise Pascal. Dort las er von der Pascaline, der Rechenmaschine für zwei Grundrechenarten, Addition und Subtraktion, für die Pascal sogar ein erstes Patent von Ludwig XIV. Erworben hatte. Sofort schrieb Leibniz an Colbert, den wichtigen Finanzminister, nach Paris und kündigte vollmundig an, dass er die Pascaline übertreffen könne, denn er könne eine Rechenmaschine konstruieren, die alle 4 Grundrechenarten in einer mechanischen Kopplung rechnen kann. Vor und zu Leibniz' Lebzeiten gab es bereits einige kleine Rechengeräte. Dies waren meist einfache Maschinen zur Direktaddition. Hier zeige ich Ihnen jetzt eine. Die kleinen Addiermaschinen funktionierten meist nach diesem einfachen Prinzip mit einem Zehnerübertrag mittels Einzahn. Das bedeutete, man musste jede Stelle einzeln eingeben. Ich mache das jetzt mal vor, zum Beispiel die 9 und die 99. Und jetzt addiere ich einen dazu, dann gibt es 2 Zehnerüberträge mittels Einzahn. So. Hier hat man gesehen, wie der Einzahn das Zahnrad bewegt hat. Wenn ich nun mit diesen einfachen Maschinen multiplizieren möchte, bedeutet das, Multiplikation ist vermehrte Addition. Das bedeutet, ich muss, wenn ich beispielsweise 222 mal 12 rechnen möchte, jedes Mal auf jeder Stelle 222 plus 222 plus 222 12 Mal hintereinander eingeben. Nun, das war ein bisschen unpraktisch und nicht wirklich geeignet für ein Rechnen, meinetwegen in einem merkantilen Betrieb. Leibniz musste sich nun also überlegen, wie er seine Versprechung von der 4-Spezies-Rechenmaschine realisieren konnte. Hier hatte Leibniz eine wirklich geniale Idee. Er entwickelte ein Bauteil, mit dem es möglich wäre, alle Ziffern gleichzeitig in das Rechenwerk zu übertragen. 4 Jahre verbrachte Leibniz in Paris und arbeitete dort mit den Uhrmachermeistern zusammen. Hochqualifizierte Feinmechaniker. Besonders einer ist uns aus den Leibniz-Papieren bekannt, nämlich der Uhrmachermeister Olivier. Mit ihm gemeinsam entwickelte Leibniz das geniale Bauteil, die Staffelwalze. Hier haben wir das Werk einer Uhr und hier in der Mitte sieht man die sogenannte Staffelscheibe. Das ist ein Bauteil, welches man in Schlaguhren einsetzt. Der Zeiger greift hier sozusagen die verschieden langen Spazien der Staffelscheibe ab, um einen verschieden langen Uhrenschlag zu ermöglichen. In Anlehnung an dieses Bauteil aus der Uhrentechnik entwickelte Leibniz die Staffelwalze. Eine dreidimensionale Walze mit gestaffelten Zähnen. Man sieht hier in diesem vergrößerten Modell die gestaffelten Zahnrippen von 1 bis 9 in verschiedener Länge. Weil ich nun die Staffelwalze axial auf der Welle verschieben kann, kann dieses Übernahmezahnrad immer nur bestimmte Zahnrippen abgreifen. Ich mache das mal eben vor. Ich stelle hier jetzt mit dem Einsteller zum Beispiel die Ziffer 7 ein. Ich ziehe hoch und drehe und man sieht, die Staffelwalze verschiebt sich auf eine bestimmte Höhe. Und nun kann ich mittels Drehung an dieser Kurbel
hier die Ziffer 7 einstellen. Hier haben wir jetzt einen 2:1 Nachbau der Leibniz-Rechenmaschine, an dem man das Funktionsprinzip wunderbar demonstrieren kann. Wenn ich nun mit unserem Nachbau die Rechnung 222 mal 12 rechnen möchte, dann stelle ich hier in das Eingabewerk 2, 2, 2 ein. Mache ich mal eben. So, jetzt habe ich auf 3 Stellen 222 eingestellt. Und mittels der Magna-Rota-Kurbel gebe ich nun die 222 über die Staffelwalzen gleichzeitig in das Rechenwerk ein. Hier sieht man jetzt, die 222 ist ins Rechenwerk eingegeben. Wenn ich nun 222 mal 12 rechnen möchte, brauche ich eigentlich nur noch 12 Mal an der Magna-Rota-Kurbel drehen und ich hätte die 222 eingegeben. Aber Leibniz hat sich noch einen genialen Trick ausgedacht. Er hat nämlich das ganze Rechenwerk so konstruiert, dass man es verschieben kann. Das bedeutet, ich kann, so ähnlich wie bei der schriftlichen Multiplikation, auf der Einer-Stelle eingeben und dann das ganze Rechenwerk verschieben und dann auf der Zehnerstelle weiterrechnen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. 222 mal 12 bedeutet eine weitere Drehung. Dann haben wir 444 und nun kann ich das ganze Rechenwerk auf die Zehnerstelle verschieben, indem ich an der großen Kurbel den Schlitten verschiebe. Nun habe ich zweimal die Zahl 222 auf der Einer-Stelle eingegeben und auf der Zehnerstelle muss ich das nur noch einmal tun, um mal 12 zu rechnen. So, hier steht das Ergebnis 2664. Das bedeutet, mit Leibniz-Maschine brauche ich nur 3 Kurbeldrehungen statt 222 plus 222 plus 222 immer wieder einzugeben. Das heißt, immer die Quersumme des Multiplikanten. Und das war schon eine ganz schöne Rechenerleichterung. Durch die gleichzeitige Zahleneingabe mittels der Staffelwalze war es nun möglich, alle 4 Grundrechenarten mechanisch zu rechnen. Durch diese Magna-Rota-Kurbel, die eben Vorwärts- und Rückwärtsdrehungen erlaubte, war eben eine Addition und Subtraktion möglich, folglich auch Multiplikation und Division. Eine wirklich geniale Erfindung. Mit dem Bild von der lebendigen Rechenbank griff Leibniz die Faszination der Barockzeit für Maschinen und Automaten auf. Besonders René Descartes hatte das mechanistische Weltbild propagiert, mit Gott als Uhrmacher und dem Menschen als göttliche Maschine. Leibniz drehte nun dieses Denkmodell um und maß sozusagen seiner mechanischen Erfindung lebendige Eigenschaften bei. Das war eine gute Werbestrategie, denn die Leibniz-Vier-Spezies-Maschine konnte nicht in Serie gehen, wie Leibniz sich das ursprünglich vorgestellt hat. 24.000 Taler hat er dafür ausgegeben. Sie war ein Objekt für Wunderkammern und Kuriositätenkabinette, für Fürsten und hohe Potentaten, die Leibniz eben damit ansprach, indem er sie als eine lebendige Rechenbank bewarb. Ob die Leibniz-Rechenmaschine tatsächlich fehlerfrei funktioniert hat, das erfahren Sie in Teil 2.